lernt man nur beim Camping. Das hält dich jung, das hält dich fit. Dazu brauchst kein Abitur, das ist Abenteuer pur. Das lernt man nur beim Camping. Mehr als 40 Millionen Übernachtungen pro Jahr auf Deutschlands Zeltplätzen beweisen: Camping ist eine Lebenseinstellung. Kein anderer Urlaub vermittelt so sehr das Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Auch abseits vom klassischen Zelt oder Wohnmobil. Das lernt man nur beim Camping. Tipps für Platzhirsche. ...3000 Campingplätze gibt es in Deutschland. Dieser hier auf der Rheinhalbinsel Graf ist der größte. Zu Hochzeiten tummeln sich in der Camper-Kleinstadt schon mal 12.000 Menschen. Die Wege sind lang, mehr als 30 Kilometer. Profis nehmen deshalb das Fahrrad oder den Shuttle. Wenn man ganz hinten auf der grünen Wiese schläft und mal eine halbe Stunde bis zur Dusche läuft, dann braucht man einen Shuttle. Finde ich wunderbar. Camping XXL auf einer Fläche von etwa 400 Fußballfeldern. Vor mehr als 50 Jahren startete Wolfgang Seibt mit einer Vision. Sein Sohn führt sie weiter. Aus dieser Vision sind dann auch Taten entsprungen. Das heißt also 1969 hat mein Vater dann die Genehmigung für den Campingplatz beantragt. Und am ersten Wochenende hatten wir 20/30 hier. Und in den darauffolgenden Wochen wurde es eigentlich dann immer mehr, bis wir dann schließlich so in den 80ern so 500, 600 Parzellen schon hatten. Bis heute ist der Platz zu einer kleinen Stadt mit gut 2500 Parzellen herangewachsen. Ein Großteil der Bewohner sind Dauergäste. Man geht raus, man braucht sich nicht immer gleich zu stylen. Man setzt sich dahin, man ist frei, man ist draußen. Und der hier vorbeigeht, da oben die Brötchen und der sieht genauso aus wie ich. Der ist auch noch nicht gerade mal richtig gekämmt und der ist da etwas unrasiert. Und das ist eigentlich das Schöne. Hat vielleicht auch mit Freiheit zu tun, mit Beweglichkeit, weiß ich nicht. Man ist nicht dreckig, aber man lebt hier. Und wenn es dunkel wird im Rest der Welt, brennt hier an allen Ecken und Enden die Luft. Vor einem halben Jahrhundert habe ich mal LKW gefahren und da ist auch Licht ein Thema. Und dann hat man hier Freunde kennengelernt und irgendjemand hatte mal ein bisschen Licht. Und dann versucht man auch, der hat Licht, das versuche ich auch zu machen und noch mehr. Und so hat sich das aufgebaut. Der eine noch mehr Licht und abends im Dunkeln ist das dann sehr gemütlich mit dem Licht. Und so hat Deutschlands größter Platz die sicherlich größte Lichtshow. Der Kunterbundhof wurde ganz offiziell unter die 10 schönsten Orte zum Aussteigen in Europa gewählt. So, hier haben wir zum Beispiel unser kleines, süßes Tiny House. Guck, hier kann man wunderschön drin wohnen. Hier oben ist ein Doppelbett. Hier unten kann man sitzen und einen schönen Wein trinken. Und dann draußen geht der Blick weit über die Wiesen. Wo es weitergeht mit den Überraschungen. Wir sind in 2 Meter Höhe hier, in einem Lindenwald. Unter uns laufen die Rehe und Wildschweine. Und hier kann man schlafen in so einer Mischung aus Wasserbett und Hängematte. So. Und wisst ihr, wer hier schon drin geschlafen hat? Die Kultusministerin Israels zusammen mit 2 Freunden. Die haben so im Dreieck gelegen und haben die ganze Nacht gekichert, weil es immer gewabelt hat. Wenn einer sich umgedreht hat, hüpften alle hoch und die hatten so einen Spaß. Wir haben es auf der ganzen Finca gehört. Juhu! Nach 20 Schritten ist man in der Mongolei. Unsere weinrote Jurte, das ist mir ja das liebste Stück hier am Hof. Keine Nägel, das ist alles aus Holz, aus Leinentuch. Das haben Leute gebaut, die in der Bretagne Schiffe gebaut haben und zusammengehalten
mit Seemannsknoten. Ausgestattet mit mitteleuropäischem Komfort. Ich bin 20 Jahre um die Welt gereist, abenteuerliche Touren gemacht. Und irgendwann dachte ich mir, wenn ich mal älter bin, dann muss ich einen Ort schaffen, in dem die ganze Welt zu mir kommt. Reisen umgekehrt. Neus und Sergio betreiben eigentlich ein Restaurant auf Gran Canaria, wo André die beiden kennengelernt hat. Diese Saison kochen sie in Norddeutschland. Weil André uns fragte, ob wir kommen und während des Sommers kochen wollen. Und da sind wir. Wir hatten Lust auf eine Abwechslung. Auf Gran Canaria ist gerade Nebensaison und deshalb sind wir gekommen, um einen anderen Ort kennenzulernen. Und wir sind wirklich glücklich. Beim Essen kommen alle zusammen. Heute hört man Deutsch, Englisch, Nepalesisch und Spanisch. Es ist eine Ruhe hier. Man entdeckt Tiere auf der Wiese. Ist mir eine Ringelnatter begegnet. Vögel, die ich noch nie gesehen habe, flattern hier rum. Der Milan kreist über dir. Das ist einfach zauberhaft. Und deswegen gibt es eigentlich keinen schöneren Ort, Urlaub zu machen. Sommersonne, Sonnenbrand, Kleckerburg im Kieselsand. Ja, die Ostsee macht was her, was sollen wir denn am Schwarzen Meer? Hui! Dieses Geräusch gurgelt nur eine. Die Kaffeemaschine KA109 vom Berliner VEB Elektromechanik. In der Ferienanlage Mein Bungalow in Dranske auf Rügen gehört sie zur Grundausstattung. Genau wie der Kiosk im Wohnwagentyp Bastei. Wie durch ein Wurmloch wird der Ostalgiker in die 80er Jahre katapultiert. Also wir haben hier 13 DDR-Bungalows im Betriebsfernlager Gera. Die sind fast alle vom Typ B34. Das sind Bungalows mit 2 Schlafzimmern. Also das sind so ungefähr 40 Quadratmeter. Und es ist alles noch original DDR-Ausstattung, die Fenster, die Lampen, es ist alles komplett noch erhalten. Etwa 500 betriebseigene Ferienobjekte gab es in der DDR. Die Einrichtung überall ähnlich. Wir fangen an mit den Lampen der Decke, typisch, kennen ganz viele noch, haben dann auch viele in ihren Bädern gehabt. RFT-Radio waren da, ich weiß jetzt nicht, ob das noch eins der ersten ist, ein paar habe ich ausgetauscht. Die spielen ja tatsächlich heute immer noch. Die Polstermöbel, die mussten leider weichen und habe die guten Variopur hockender Mann Z-Stühle gefunden mit dem Tisch. Und auch in den Schlafzimmern ist eigentlich alles noch 90% von dem, wie es damals der Urlauber erlebt und gekannt hat. Auch klassische Campingfreunde werden fündig. Ob das Dübener Ei, das gerade mal Platz für eine Person bietet, oder Wohnwagen vom Typ Bastei oder der Marke Queck. Jeder DDR-Anhänger findet seinen Anhänger. Ich finde es super. Ich kenne es auch noch von meinen Großeltern selber. Von damals. Sie hatten auch noch eine alte DDR-Küche gehabt und so. Und ich mag es auch vom Design her. Ein echtes Ostschmankerl an der Ostsee. Das Trabi-Dachzelt aus Limbach-Oberfrohna, genannt Villa Sachsenroh. Wenn wir jetzt reinschauen, also es ist auch wirklich sehr einladend und auch sehr viel Platz. 1,40 Meter Matratze und sagen eigentlich alle, dass sie super in den Dachzelten schlafen. Und die sind auch absolut regensicher. Von der Ostsee in den Schwarzwald. Wir wohnen in einer Postkarte. Und dessen sind wir uns bewusst und das genießen wir auch. Die Seele des Ortes, die haben wir direkt erkannt und direkt gesehen. Und die spüren auch Besucher sofort und bleiben gern. Zum Beispiel in einem Dachzelt. Ja, das geht da drüben los mit dem Mini-Michel, unser Kleinster, was das Dachzelt angeht. Da passen 2 Personen rein. Dann haben wir da oben den Heavy-Michel, das ist ein 3-Personen-
Und der Wundenwumms ist für 4 Personen, weil wir ja den Bauernhof erworben haben mit dem, was drin war. Und wir haben viele, viele alte Sachen gefunden, die wir dann hier auch so ein bisschen verwenden konnten. Zuggeschirre, einfach alte landwirtschaftliche Sachen, die man gebraucht hat für die Viecher. Ja, man könnte es auch alles wegschmeißen oder verbrennen. Und wir bauen lieber irgendwas Kreatives draus. Der Hof zum Wilden Michel liegt in Lienach, einem Stadtteil von Furtwangen. Wer ohne eigene Schlafstatt anreist, bucht sich einfach in eines der Dachzelte ein, die hier fest auf Plattformen montiert wurden. Mir gefällt es super gut. Und auch hier so auf den See zu gucken. Und wenn man sich runterlegt, dann hat man hier so einen Berg und da drüben ist Wald. Also ist ein schönes Fleckchen. Das auch Radler gern für einen kleinen Stopp anfahren. So, da stehen die Fahrradfahrer drauf. Vor allem auf die Schwarzwälder. Ich dachte mir eigentlich, dass Schwarzwälder nur was für Touristen ist, aber tatsächlich bestehen die Einheimischen darauf, dass es Schwarzwälder gibt. Immer, auch im Winter. Und so sind am Ende alle zufrieden. Tortenfreunde, Camper und der Chef, der abends, wenn alle versorgt sind, noch ein Ründchen schwimmen kann. In Tauche in Brandenburg wird das Kriegsbeil nur für Kissenschlachten ausgegraben. Also ich finde es halt schön, dass es praktisch so nah an der Natur ist. Ich meine, wir können hier oben rausschauen, da oben ist ein Loch drin, wir können den Himmel sehen. Und es ist halt auch irgendwie einfach schön, die frische Luft zu haben und dann eben auch mit der Natur aufzuwachen. Wir sind gerne draußen in der Natur. Ist auch viel besser für den Kleinen als Hotel. Aber hier ist halt schon alles vorhanden. Also man kann einfach herkommen, braucht nur einen Schlafsack und fertig. Neben authentischem wie einer Feuerstelle gibt's im Tippidorf Kukunivi mehr als ein echtes Präriedorf zu bieten hatte. Sanitäre Einrichtungen, eine Sitzecke und, wenn das Wetter mal nicht mitspielt, sogar einen Indoor-Spielplatz. Der ehemalige Bauernhof liegt 90 Kilometer südöstlich von Berlin. Die Betreiberin hat das Grundstück von ihrem Großvater geerbt und wollte etwas Besonderes daraus machen. Ich bin dann zur Idee gekommen, also zu dem Schluss, dass ich die indigene Bevölkerung Amerikas, die verbindet man ja auch so mit Naturverbundenheit. Und da dachte ich, das wäre eine super Idee, das würde hier gut passen. Und ja, dann bin ich auf die Idee mit den Tipis gekommen. 13 Millionen Deutsche campen gern. Und wer kein eigenes Zelt oder Pferd hat und trotzdem Spaß haben möchte, an der Spree ist alles schon da. Auf der Schwäbischen Alb haben Gäste die Qual der Schlafstadtwahl. Wir stehen unter dem Motto Nomaden der Welt, weil wir eben lauter Objekte hier anbieten, von Schaustellern, von Zirkusleuten, unsere Indianer-Tipis, die kirgisischen Jurten. Eigentlich sind auch unsere Gäste, die hier mit Wohnmobil oder Zelt oder Wohnwagen kommen, sind ja auch Nomaden auf bestimmte Zeit. Und deswegen haben wir gedacht, das ist ein schönes Thema. Den Feriennomaden dürfte bei diesem Angebot die Auswahl schwerfallen, denn jedes Jahr kommen neue Wagen hinzu. Das ist eine Holzkonstruktion auf 4 alten Speichenrädern gebaut. Und das ist den französischen Schaustellerwagen nachempfunden. Deswegen heißt er auch Roulotte. Das echte fahrende Volk wäre womöglich neidisch auf diese Ausmaße und diesen Ausblick gewesen. Das ist unser kleinster Wagen, der Schäferwagen. Denn der bietet Platz für 2 Personen. Und haben die Schäfer früher so gewohnt?
Nicht ganz so luxuriös, aber wir haben uns einiges abgeguckt. Die Bayern haben die luxuriöseren Schäferwagen wie die Württemberger. Die sind auch etwas größer, allerdings nicht ganz so groß wie hier. Aber wir haben dann zum Beispiel das Feierabendbänkle übernommen. Das ist dann so ein Klappsitz, wo man abends hocken kann. Dann gibt es die sogenannte Essensklappe. Das ist dann hier dieses Türchen. Und zwar hat der Schäfer von der Bäuerin das Essen da reingestellt gekriegt, tagsüber. Und wenn er dann abends zurückkam mit seinen Schafen, hat er dann da sein Abendessen gefunden in der Essensklappe, mäusesicher. Heute landen hier Frühstücksbrötchen. Zwischen den Obstbäumen am Waldrand steht das Tipidorf. Ein Zelt bietet Platz für eine 4-köpfige Familie. Wir sind wirklich hergekommen, auch weil wir online das gesehen haben mit den Wegen. Einfach die Zusammenstellung der Unterkunftsmöglichkeiten hier hat uns sehr gut gefallen. Es ist kein klassischer Campingplatz, sondern man hat diese Wegen und auch diese originalgetreuen Tipis, die irgendwie aus den USA kommen und wirklich so nach alter Anleitung gefertigt werden und so. Ja, das ist was Tolles. Aus dem Land der Hochgebirge und Steppen stammen diese Jurten, handgefertigt von Nomadenfamilien. Als besonders schwierig an den traditionellen kirgisischen Zelten entpuppten sich Transport und Aufbau. Und nach langem Hin und Her haben wir einen Spediteur, einen kirgisischen Spediteur dann ausfindig gemacht, der zwischen Deutschland und Kirgisistan seine Lastwagen laufen lässt. 2 Reisen macht er im Jahr. Und der hat uns dann die Jurte mitgebracht und hat sich 2 Tage Zeit genommen, um uns zu zeigen, wie man so eine Jurte aufbaut. Das war nämlich alles andere wie einfach. Das hätten wir ohne ihn gar nicht hinbekommen. Das wussten wir aber natürlich nicht vorher. Die Wände bestehen aus unbehandelter Schafwolle. Ansonsten ist das Innenleben eher auf europäische Bedürfnisse ausgerichtet. Kirgisistan, Nordamerika und Frankreich. Alles auf einem Fleck in Münsingen. Jeden Morgen um 9 läutet die Glocke zum gemeinsamen Hoffrühstück. Das ist Tradition auf dem Naturerlebnishof Uferlos im Oderbruch. Bioprodukte und Spezialitäten aus der Region kommen hier auf den Teller. Im Kräuter- und Blumengarten wird täglich frisch geerntet. Das ist wirklich ein kleines Paradies. Wir haben diesen Hof vor 16 Jahren gekauft und waren selbst erstaunt, wie groß und schön das ganze Areal ist. Und wir haben uns gedacht, dass wir diesen Hof nicht nur für uns als Familie besitzen wollen. Und ja, unser Traum war, den Hof mit Menschen zu teilen, mit Freunden und dann auch später mit Gästen. Das mehr als 4 Hektar große Anwesen liegt nur ein paar Meter vom Oder-Neiße-Radweg entfernt. Geschlafen wird in ausrangierten Zirkuswagen. Die Kinder finden es sehr schön und die Erwachsenen. Also wir haben hier, wenn man das so sieht, 4 Wagen. Und wir haben uns dann abends getroffen am Feuer, zusammen gequatscht, kommen aus unterschiedlichen Regionen. Die Kinder spielen miteinander, wir unternehmen was zusammen. Der einzige Haken, der Hahn, ist Frühaufsteher. Die 6 Wagen bieten jeweils Platz für 2 bis 5 Personen. Die Wagenidee kam gar nicht von uns, sondern von einem Freund. Er kam sozusagen eines Tages auf den Hof und kam mit 2 Zirkuswagen an, von einem richtigen DDR-Zirkus. Jeder Wagen hat so seine eigene Geschichte. Und der Große, das war einfach ein Wagen, der neben den Bahngleisen früher zu DDR-Zeiten gefahren ist. Und haben die Arbeiter drin geschlafen und gegessen. Das ist einfach die Geschichte. Und dann stand er jahrelang auf einem Hof und hat auf uns gewartet. Weil die Oder direkt vor der Tür entlang fließt, kann man sich auf dem Hof auch Kanus ausleihen. Auf der anderen Seite des Flusses liegt übrigens Polen. Aber ob die Paddler nun diesseits oder jenseits der Grenze anlanden, in jedem Fall ist es paradiesisch ruhig. Der Campingplatz an der Oberpreter Mühle liegt in einem kleinen versteckten Tal in der Eifel.
Erst vor kurzem haben die Besitzer gewechselt. Aber die Gäste sind geblieben. Diese Camper aus dem Bergischen zum Beispiel kommen bereits seit 16 Jahren hierher. Damals gehörte das Gelände noch den Vorgängern, einem Paar aus der Eifel. Wir haben den Platz hier übernommen mit einer riesen Stammkundschaft. Also ganz, ganz viele Gruppen wie ihr, ne, die seit 20 Jahren herkommen. Oder jetzt kommen auch ganz viele, die quasi jetzt so Mitte 30 sind, die dann mit ihrer Freundin noch mal an den Platz, wo sie immer ihre Jugend, ihre Kindheit zurück wollen. Diese Camper haben schon andere Plätze ausprobiert und sind am Ende wieder hier gelandet. Hier gibt es kein WLAN, hier gibt es keinen Handyempfang. Ja. Und die Kids, die einfach nur immer die ganze Zeit am Rumdaddeln waren, die haben dann hier Staudämme gebaut und mit der Seilbahn. Eichhörnchen gerettet. Ja. Shirt und Badehose, ich glaub, das reicht. Schmeiß die Sachen ins Gepäck, wir reisen leicht. Kurz mal zur Tanke, bisschen Sprit, bis gleich. Wir zelten. Ist schon viel zu lange her, viel zu selten gehen wir zelten. Damit auch die Großen mal richtig runterkommen können, eröffnete jüngst eine Massagepraxis. Eine der neuen Besitzerinnen ist nämlich Naturkosmetikerin und Physiotherapeutin. Für ihren Job als Campingplatzbetreiberin zog sie von Köln in die Eifel. Das musste erstmal so ein bisschen sacken und ankommen in einem selber auch. Und mittlerweile ist es ein total gutes Gefühl. Und man merkt, je mehr man hier ankommt, umso entspannter wird man auch mit allem. Ja. Gerade ist eine Freundin zu Besuch. Sie hatte eigentlich damit gerechnet, dass Ella Heine sich nur ein Haus im Grünen kauft. Aber so einen Campingplatz zu kaufen, warte, dann war's. Aber irgendwie dann haben wir wieder direkt gedacht, wenn das jemand macht, dann die Ela. Dass es irgendwann funktioniert, da haben wir, glaube ich, alle dran geglaubt. Aber dass es sofort so gut funktioniert, das zeigt halt doch diese Magie des Platzes irgendwie. Es ist ruhig, es ist irgendwie Gegenpart zu Köln und ist der Fluss hier, da können die rumlaufen, die Kinder können alles machen, was sie wollen, hier ist schön. Und so lässt am Ende jeder den Stress hinter sich. Die neuen Campingplatzbetreiber und natürlich vor allem die Camper, große und kleine. Camping ist unser Leben. Wir schlafen gern im Zelt und unterm Sternenhimmel lieben wir die Welt. Er wagte den Schritt vom Landwirt zum Campingplatzbetreiber. Ich habe keine Ahnung gehabt als Bauer vom Campingplatz. Und dann, das war Ostern. Und auf Pfingsten hin habe ich mir eine Wohnware gekauft, Familie eingeladen und sind eine Woche weggefahren. Und haben mal geschaut, wie es auf der Campingplatz, ja, wie das aussieht, was Camping überhaupt ist. Nach diesem Urlaub war klar, die Kühe werden gegen Camping getauscht. Auf dem neuen Platz errichtete der gelernte Holzfäller sämtliche Gebäude als sogenannte Naturstammhäuser mit Holz aus dem eigenen Wald. Wenn ein Landwirt etwas anpackt, dann richtig. Statt in einer großen Waschstraße duschen die Camper bei ihm in einzelnen Kabinen. Wellness-Camping mit Bestnote. Auf dem 5-Sterne-Platz gibt es ein Hallenbad und eine 2000 Quadratmeter große Saunalandschaft mit einem Naturbadeteich in der Mitte. Der Besuch der Panoramasauna ist für Campingplatzgäste im Übernachtungspreis mit inbegriffen. Und obwohl Camper wettertechnisch hart im Nehmen sind, so ein bisschen Wärme tut auch den hartgesottensten mal gut.
Am Rande von Fürstenberg auf 10 Hektar Land wartet das ursprüngliche Campingabenteuer. Ganz ohne technischen Schnickschnack. Ich würde sagen, dass gerade das eigentlich das Schöne hier ist, weil du halt hier sehr naturnah bist und ja, viele kleine Plätze hast, viele Bäume, viel Schatten und so nicht so das klischeehafte Camping-Ding ist, ne? Mit Gartenzwergen und Zäunen und so, sag ich mal. Sterne auf Camping-Bewertungsportalen sind den Betreibern egal. Sie lieben die Ursprünglichkeit des Zeltens. Wir machen es so, wie wir gerne Urlaub machen würden. Wir wollen so Urlaub machen. Wenn wir wohin fahren würden, hätten wir gern so viel Natur, eine Feuerstelle. Ein bisschen wie Wildcampen, nur legal, weil wir haben ganz viel Natur. Wir haben keine durchparzellierten Plätze. Klar ist Ordnung und Struktur drin, das braucht man, sonst kann man die ganze Sache nicht handeln. Aber es ist so, dass trotzdem noch viel Freiheit ist. Eine Kühlgrotte anstatt eines Kühlschranks. Hier halten sich Lebensmittel auch ohne Strom und FCKW. Wir wollen Einfachheit, das Ursprüngliche, wie auch früher das Camping war sozusagen. Wir halten das so grün wie möglich und einfach. Elektrische Kocher sind verpönt. Und mal ehrlich, selbst für Feuer zu sorgen, macht doch viel mehr Spaß. Zugegeben, es dauert vielleicht etwas länger, aber Zeit gibt's ja im Überfluss. Und der Stolz am Ende, unbezahlbar. Nicht schlecht. Die wilde Heimat ist nah am Ufer gebaut. Die Havel eröffnet die herrlichsten Möglichkeiten für entspannte Sommerferien. Letztens war eine alte Dame aus der Schweiz hier und sie hat gesagt, dieser Ort macht Hoffnung auf eine bessere Welt. So viele Menschen, so viele Kinder, so viel Frieden an einem Ort. Und da habe ich Gänsehaut gekriegt. Tipps für Bauernhofurlauber. Eine Nacht am Weinberg campen und das ganz umsonst und legal? Ja, das geht. Und zwar dank einer ebenso einfachen wie genialen Idee. Bauernhöfe und Winzereien lassen Camper kostenlos auf ihren Grundstücken stehen. Der etwas andere Reiseführer Landvergnügen macht's möglich. Ja, also wir haben das Buch durchsucht, wo wir ungefähr die Route fahren wollen, welche Höfe es da gibt, wo es für Hunde schön ist, wo man in der Nähe baden kann. Genau. Die Idee des kostenlosen Campings stammt übrigens aus Frankreich. Ole Schnack, selbst Camper seit frühester Kindheit, hat das Konzept nach Deutschland gebracht. Als wir angefangen haben, 2013 das Netzwerk aufzubauen, war es alles ein bisschen komplizierter. Niemand kannte diese Idee, niemand wusste so richtig, funktioniert das Ganze. Es funktioniert hervorragend. Urlauber lernen etwas über die Produktion regionaler Lebensmittel und die Landwirte holen sich Gäste auf den Hof, die im besten Fall noch etwas Geld im Hofladen hinterlassen. Bleiben dürfen die Camper maximal 24 Stunden. Für den Stellplatz bezahlen sie nichts. Für Strom und Wasser geben sie einen kleinen Obolus. Die Adressen stehen im Bauernhof Campingreiseführer. In diesem Buch selber gibt es eine Vignette, eine Jahresvignette. Die kriegt man mit dem Buch und eine Mitgliedskarte. Die Vignette klebt man sich vorne ins Fahrzeug und damit
zeigt man, dass man mit Landvergnügen reisen möchte. Über diese Mitgliedskarte kann man sich auf den Höfen dann anmelden. Man ruft da kurzfristig vorher an, fragt, kann ich Sie heute oder morgen besuchen. Man muss ja immer wissen, es sind keine Campingplätze, es sind Bauernhöfe. Man ruft da an und erreicht vielleicht den Bauern gerade auf dem Feld, auf dem Trecker. Und dann sagt er, ja, kommt doch vorbei. Obst von einer Streuobstwiese, Stutenmilch vom Pferdehof oder Wein vom Weinberg. Das Buch ist auch ein kulinarischer Führer. Wenn dann die Camper noch etwas kaufen, haben alle was davon. Wenn Susanne Dachselberger morgens ihre Kühe melkt, schlafen ihre Campinggäste noch. Auch wenn sie dann noch die Schweine füttert. Ihr Hof steht ebenfalls im Landvergnügenverzeichnis. Milch macht müde Männer bekanntlich munter. Der Milchviehbetrieb, Urlauber glücklich. Weil es wunderschön ist. Der Blick hier ist viel gemütlicher, man kommt viel schneller ins Gespräch mit den anderen, die hier sind. Die Kinder haben hier immer was zu tun, die sind eigentlich nur beim Essen hier. Auf dem Hof in Riedering leben neben Kühen und Schweinen auch noch Hasen, Katzen, Hunde und Esel. Ein tierischer Abenteuerhof in idealer Lage. Wir liegen wunderbar auf der Strecke nach Kroatien, Italien und so weiter. Es waren ganz viele Leute, die einfach eine Nacht Zwischenstopp gemacht haben, die von Norddeutschland kamen, sagen, auf einmal ist es zu weit, wir bleiben eine Nacht hier. Und meistens sagen sie, dürfen wir auf der Rückfahrt wiederkommen. Die Landwirtin hat selbst 6 Kinder. Trubel ist sie also gewohnt. Ich mag Leute, ich mag Menschen, muss ich ganz einfach zugeben. Und ich finde es einfach schön, wenn man so einen Ort wie hier einfach auch teilen kann. Ich mag einfach das Feedback mit den Menschen. Mich interessiert, wo kommen die her, wo fahren sie noch hin. Manche erzählen ein bisschen Lebensgeschichten. Ich finde es einfach unheimlich interessant und das gibt mir viel, wenn du einen Kontakt gerne möchtest mit Menschen. Die Gäste dürfen zwar umsonst übernachten, aber eine kleine Einkaufstour im hiesigen Hofladen wird gern gesehen. Die Landwirtin bietet Käse, Obst aus dem eigenen Garten, selbstgemachte Marmelade und Honig an. Es gibt das Geld. Ganz ehrlich gesagt, das ist einfach das, wo ich sage, da bleibt ein bisschen was übrig. Gerade bei Landvergnügen bleibt da sonst nichts übrig. Und wenn die dann da einkaufen, dann hast du wenigstens ein bisschen was. Von April bis Oktober darf man auf den Hofstellplätzen campen. Gerade Eltern nutzen das pädagogisch wertvolle Angebot gern. Es ist für die Kinder einfach auch schön, dass die mitbekommen, dass halt die Milch nicht einfach aus dem Kühlschrank kommt oder aus dem Supermarktregal, sondern die können live dabei sein. Unsere Älteste hat schon beim Misten geholfen, wieder bei den Eseln und so. Das sind Erlebnisse, die bleiben fürs Leben. Ja, ist ja fein. Lars Andresen von der Nutztierarche in Schlichting hat für Urlauber gerade keine Zeit, denn heute müssen die Schafe geschoren werden. Die Neuankömmlinge, die mit ihrem Camper hier eine Nacht verbringen wollen, müssen sich erst mal gedulden, beziehungsweise dürfen gleich mal mit anpacken. Mein Helfer. Komme. Nummer 1, kriegst du 2. Füße hochlegen ist nicht. Hier geht's gleich tierisch zur Sache. Basti ist fertig. Oh, du hast ihn losgelassen. Oh. Krieg ich die ja gar nicht mehr zu packen. Die Nutztierarche zwischen Husum und Heide kümmert sich um alte Haustierrassen, die vom Aussterben bedroht sind.
Die gescheckten Bergschafe präsentieren sich heute allerdings quicklebendig und halten die Camper ganz schön auf Trab. Aber so ist das eben beim Bauernhofurlaub. Und das wissen und wollen die Feriengäste auch. Wir wollen nicht immer auf den vollen Plätzen stehen, sondern wir wollen auch ganz gerne dahin, wo man seine Ruhe hat. Ist gerade nicht der Fall, aber das sind ja ganz andere Geräusche. Ja, das sind Naturgeräusche, das sind Schafe, das sind Kühe, das sind Hühner, Hähne morgens um 4, alles okay. Besser als auf jedem Campingplatz mit 13 verschiedenen Radiosendern, umherlaufende Leute und den Nachbar direkt nebenan. Und dann lieber sowas. Auch beim Waschen der frisch geschorenen Wolle helfen die Urlauber mit. Weil sich der Verkauf der Rohware kaum lohnt, wird sie auf dem Archehof gesponnen. Ja, und dann haben wir uns jemanden gesucht, der uns das Spinnen beibringt. Und das ist gar nicht so einfach. Also die ersten Fäden, oh ey, dick, dünn, dick, dünn, dick. Neuer Tag, neue Gäste, neue Aufgabe. Ja, herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass ihr hier seid. Auch die heutigen Neuankömmlinge dürfen gleich ran ans Rad. In Schlichting wird Bauernhofcamping zum Bildungsurlaub. Nur runtertreten. Typisch für Camping ist es sicherlich nicht. Ich glaube, wenn man campt, dann, naja gut, obwohl Landvergnügen ist auch nicht das Typische, man stellt seinen Camper ab und wirft einen Grill an, glaube ich. Sondern eher das Gegenteil. Deswegen machen wir Landvergnügen, gehen nicht auf einen Standard-Campingplatz. Aber Spinnen ist wahrscheinlich dann schon so die nächste Stufe. Es geht halt jetzt von 0 auf 200 in dem Sinne, man kommt an und fängt gleich an zu spinnen. Ja? Ich wollte den Leuten auch die alten Nutztierrassen näher bringen. Und deswegen habe ich das halt gemacht. Und es macht auch Spaß. Es sind sehr viele Leute dabei, die sind interessiert, die sind einem sympathisch. Also es macht schon Spaß, sonst würde ich das jetzt keine 6 Jahre machen. Tipps für Stadtcamper. Wohnwagenurlaub mit Trockenheitsgarantie und das mitten in der City? Indoor Camping heißt das Zauberwort. Man ist nicht dem Wetter ausgesetzt, es ist alles sauber, die Temperaturen stimmen irgendwie, man muss sich nicht mit Insekten rumschlagen. Und es ist schon so, dass diese kleinen Räume so eine spezielle Atmosphäre erzeugen und irgendwie auch so ein Glücksgefühl. Ich bin nicht gut. Hier steht doch Berlin. Die Hauptstadt macht's vor. In einem ehemaligen Industrieloft können Berlin-Urlauber in einem Wohnwagen nächtigen. Eigentlich waren fast alle Wagen, die hierher kamen, irgendwie nicht mehr wirklich straßentauglich und schon im Hinterhof ein bisschen angegammelt. Und viele Lackschichten drauf oder schon abblätternd. Und also bei dem Wagen zum Beispiel habe ich hier per Hand wirklich mit so einem kleinen Topfschwämmchen abgerubbelt. Also sie waren alle nicht mehr in einem guten Zustand. Die meisten der Wagen stammen aus der DDR. Sie eignen sich besonders, weil sie klein und leicht gebaut sind. Es kommen ganz viele Menschen, die dazu Geschichten haben, also die damit ihr Leben gelebt haben, viele Reisen erlebt haben, die auch was wissen, wo wurden die gebaut und wie war das im VEB Bad Düben, wo das Dübener Ei herkommt, irgendwie, wie ist das entstanden, dass dieser Wagen dort gebaut wurde, das ist toll. Also wir haben schon viel gelernt und lernen immer noch Neues dazu. Berlin ist eben immer für eine Überraschung gut. In deinem Zauber kann man niemals mehr entfliehen. Du mein Berlin, Berlin, Berlin. Mein Hamburg, Hamburg City, ja, das ist mein Hamburg. Hamburg City, mein Hamburg.
Das Miniaturwunderland in der Speicherstadt zieht jährlich über 1 Million Besucher an. 1/3 davon aus dem Ausland. Auswärtige Gäste können seit kurzem in unmittelbarer Nähe auch übernachten. Auf dem Dach eines Hotels sogar, im Wohnwagen, in der Camper City. Da war zuerst eine kleine Couch, daraus konnte man ein Bett machen. Die Seiten musste man einfach nur zusammenklappen, dann konnte man darüber 2 Bettlaken ziehen. Die Idee stammt von den Machern der Riesenmodellwelt. Ihr Spieltrieb kommt auch in der Ausstattung überall durch. Ein bisschen Abenteuer-Feeling, dann auch noch in der Hamburger City. Und ich habe gedacht, naja gut, ein Hotelzimmer, da kann ja jeder einziehen. Wir machen halt das. Camping Light mitten in Hamburg. Und noch eine Alternative für Stadtcamper. In Nordrhein-Westfalen, in einer ehemaligen Lagerhalle, stehen auf rund 1600 Quadratmetern verschiedenste Themenwohnwagen. Hier spielt das Wetter immer mit. Der Himmel ist blau, soweit das Auge reicht, beziehungsweise die Fototapete. Dass die Wagen sich alle so individuell präsentieren, ist Marion Seul zu verdanken. Kreatives Gestalten ist genau ihr Ding. Normalerweise stattet sie Filme und Theater aus. Hier in Bonn hat sie rund 14 Monate an den einzelnen Kabinen gearbeitet. Das Ergebnis: lauter Unikate und kleine Kunstwerke. Die Requisiten findet sie beim Stöbern auf Flohmärkten. Also das ist ja die Nautilus. Die Nautilus ist so ein bisschen wie das Unterseeschiff von Jules Verne, aus dem Märchen Jules Verne, 20.000 Meilen unter Meer. So ein bisschen fantasiemäßig. Und dazu gehört natürlich auch unheimlich viel Rost und Patina und alt und so ein bisschen vermoost. Ist auch Ihre Kunst? Es ist auch meine Kunst, ja. Ich durfte diesen Wagen gestalten, genau. Ja, ich habe mich halt früher schon gefragt, was wird's? Das ist ein tolles Teil. Darf ich mal reingucken? Sehr gerne. Okay. Das ist absolut spannend. Ich habe heute Morgen schon jede Menge Fotos gemacht auf meinem iPad, weil es ist absolut spannend hier. Da sagt noch mal einer, Bonn sei langweilig und spießig. Jeder Wohnwagen steht unter einem bestimmten Motto. Dieser hier ist für Fans der englischen Monarchie gedacht. Der einzige mit getrennten Betten übrigens. Getreu der Maxime No sex, please, we are British. Das Publikum gemischt. Also eigentlich bin ich auf Geschäftsreise, aber ich finde es total nett. Also ich finde es viel netter, in sowas zu übernachten, als in einem 0815-Hotel. Dienstreisen müssen eben nicht zwangsläufig öde sein. Nach dem Frühstück auf der Empore kann man dann auf Entdeckungstour gehen. In der Stadt oder eben hier auf dem Indoor-Campingplatz. Etwas für Luxuscamper. Willkommen zum Glamping. Du kennst das ja, Camping? Ja. So, da ist deine Isomatte, da sind deine feuchten Klamotten und deine kalten Füße. Ja. So, jetzt kommst du hier hin, das ist Glamping. Du kommst rein, guckst, da ist meine Küche, da ist mein Wohnzimmer, da ist mein Schlafzimmer und da liegt keine Isomatte, da liegt eine Federkernmatratze. Das Wort Glamping setzt sich zusammen aus Glamour und Camping. Aber was hat Glamping denn dann noch vom Camping überhaupt? Ganz einfach. Ja. Glamping ist Badewanne und Lagerfeuer.
Ein Glemper muss auf keinerlei Komfort verzichten. Neben einem Bett gibt es eine Dusche, festes Dach, Fernseher und Küche sind ebenfalls inklusive. Es entwickelt sich immer weiter. Noch mehr Luxus, noch mehr Feinheiten, noch mehr Punkte für den Gast, damit er auch mal wiederkommt und sich daran erinnert, was für eine doch geile Zeit er hier hatte. An diese Zeit erinnert sich der Glemper garantiert. Im kleinen Örtchen Bohlseele am Steinhuder Meer wartet nämlich echter Campingluxus. Cool. Oh. Dieses Zelt ist nicht von der Stange und die Einrichtung auch nicht. Hof Frieda ist der ideale Ort zum Abhängen. Auch normale Camper sind hier willkommen, um die eigentlichen Stars zu bewundern. Manfred und Mona Lisa, ihres Zeichens Lama-Models. Herzlich willkommen bei Pinsel und Prosecco. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich richtig, dass wir heute zusammen das Lama malen. Ich bin hier geboren, auf dem Hof Frieda. Und ich würde erst mal sagen, wir sagen Prost. Prost. Stößchen. Mit ein bisschen Blubberwasser verschwindet schnell die Angst vor der weißen Leinwand. Und dann darfst du auch gerne hier nach außen so ein bisschen fluffiger werden. Und wenn's mal hakt, einfach ein Schlückchen hinterher. Und schon wird aus dem blutigen Anfänger ein begnadeter Künstler. Kunst und Campen. Eine erfrischende Kombination, die sowohl bei den Malern als auch bei den Lamas gut ankommt. Glückwunsch. Na, und was sagen die Models zu ihren Porträts? Ja. Manfred findet sie cool. Das Gemütlichste am Camping-Dasein sind die Abende. Das gilt natürlich auch fürs Glamping. Marshmallows am Stock, Popcorn überm Lagerfeuer. Schöner kann ein Tag eigentlich nicht ausklingen. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen. Na, wie war die Nacht? Richtig schön. Wollen wir drinnen frühstücken? Ich denke ja, bei diesem Wetter. Komm. Sehr schön. Zur Glamping-Übernachtung auf Hof Frieda gehört am Morgen ein opulentes Frühstück. Hier muss man wirklich gar nichts selber machen. Nur genießen und den Stress einfach mal Stress sein lassen. Außen Zelt, innen rustikale Hütte. Es gibt nur die Kerzen, die Petroleumlampen und gekocht wird auf dem Holzherd. Einfach soll es sein im Urlaub, aber auch ein bisschen schick. Der 400 Jahre alte Hilserhof im Schwarzwald bietet genau diese Edelcamping-Mischung. Also wenn es genauso funktionieren würde wie zu Hause, dann wäre es irgendwie nur halb so schön. Ja. Der Viehtrieb, eine Mordsgaudi. Da hat man schon ein bisschen Adrenalin, aber die Leitkühe wissen immer wohin und biegen meistens vorher ab. Dann dürfen Sie die nächsten 2 Wochen hier auf der Wiese bleiben. Ein Familienbetrieb zum Miterleben und zum Relaxen. Gestatten
Butler James. So, herzlich willkommen zu unserem Wohnmobil-Dinner hier in Simonswald. Die erste weitere Person, die es noch geben wird, das ist euer persönlicher Butler, James. James hat eine Funktion. James wird mich immer auf dem Laufenden halten, ob ihr was braucht oder was wollt. Ja, das heißt, immer wenn der Wohnmobilist einen Wunsch hat, bekommt der James das Eimerchen auf den Kopf. Und dann weiß ich kann abräumen, ich kann den nächsten Gang bringen, es fehlt was, ihr braucht was. Und so würden wir das heute Abend dann machen. 2 zum Preis für einen. Wohnmobilstellplatz und mehrgängiges Gourmet-Menü. Kulinarisches Glamping sozusagen. Er ist in so einer Gruppe drin, in so einer WOMO-Gruppe. Dinner vom Wohnmobil, ja, das war in der Corona-Zeit, kam die raus. Und da gab's, wir machen noch Dinner für Wohnmobil in Simonswald. Und dann haben wir gesagt, komm, wir rufen an. Schon die Lage im Simonswälder Tal macht diesen Ort zum Anziehungspunkt für Wohnmobilisten. Hier kommen auch anspruchsvolle Gaumen auf ihre Kosten, denn die Gastgeber führen das Catering-Unternehmen Le Festin, übersetzt das Festessen. Es kann losgehen. In dem Korb Geschirr, Besteck und sogar Deko. Blumen. Campen mit Stil. Legt mir so das Besteck an, wo esse ich nachher? So. Okay. Aha. Jetzt hängt immer noch 2 Servietten und haben die Teller keinen Platz mehr. Und die seht's? Da passt doch alles drauf. Super. Auf einen schönen Abend. Zum Wohl. Zum Wohl. So, ich bin zurück. Heute Abend haben wir als Gruß aus der Küche eine Rinderkraftbrühe mit pochiertem Wachtelei. Eine Idee aus der Corona-Zeit. Essen mit Abstand und Anstand. Das hier wäre unsere Creme Brûlée von der Räucherforelle. In dem Fall noch ein bisschen Saibling drin geräuchert. Daher kommt diese leicht rosa Farbe. Im Kräutersalatnest mit einem Sherry-Dressing und Balsamico-Perlen. So, es geht weiter. Oh, interessant mit den Perlen, gell? Muss immer am schnellsten gehen und am besten ja, alles gleichzeitig. So. Ja. Ah, sehr schön. Das Rinderfilet in der Thymiankruste, eine Portweinsauce mit Spargelspitzen und Kartoffelchen. Und das Beste ist, es gibt noch Nachschlag. Wow. Mhm. Sehr lecker. Perfekt. Wirklich super lecker. Fleisch ist super. Spargel perfekt. Nee, ist wirklich sehr, sehr lecker. Und die Kruste ist super, gell? Von dem Fleisch. Und die Soße. Super. Ja. Ein wirklich sehr gelungenes Essen, gehobene Klasse. Ja, kann man genießen. Ein bisschen Luxus beim Camping darf schon mal sein. So, wir kommen so langsam zum Schluss. Wir haben mit einem Süppchen angefangen, dann hören wir mit dem Süppchen auch wieder auf. Ein Erdbeer-Rhabarber-Süppchen mit Quarkmus von der Valrhona-Schokolade und Manuka-Honig. Sehr lecker. Fein. Das ist schön, hier zu sitzen, das alles zu genießen, das Essen wird gebracht. Besser geht's gar nicht, oder? Das Gesamtpaket stimmt. Und das ist das, warum wir so gern hierher kommen. Campingplätze gibt es viele, aber all together passt es eben. Anders wie woanders. Gute Nacht zusammen, gell? Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis morgen. Traben-Trarbach an der Mosel liegt natürlich jenseits von Afrika, aber das vergisst man schnell in diesem Safari-Zelt. Ein ganzes Jahr und 1000 Arbeitsstunden hat es gedauert, bis dieses Camping-Refugium Deluxe fertig war. Die Küche ist, wie so vieles, Marke Eigenbau des gelernten Tischlers. Wir haben hier sehr viel Altmaterialien verwendet, das ist mir persönlich sehr wichtig. Wir haben eine Recyclingquote von über 90%.
Das ist teilweise zusammengesucht worden in jahrelanger Kleinarbeit und teilweise haben wir es auch so gefunden, ja, direkt als wir es gebraucht haben. Das war eigentlich eine schöne Fügung. Ursprünglich sollte die Oase privat bleiben. Doch das Glamping-Zelt weckte Aufmerksamkeit. Erst kamen Freunde zum Übernachten, dann Touristen. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Julian ist der Körper und die Hände, ich bin Augen. Ich gucke mehr Details oder Farben oder Gefühle und Julian transformiert es in Realität. Wer will, kann hier einfach nur faulenzen oder kreativ werden und bei der Keramikerin Carol einen Töpferkurs belegen. Töpfern, ich liebe, weil für mich ist es wie eine Meditation. Weil wenn man nicht ruhig und nicht in die Mitte ist, dann alles kommt ein bisschen schief raus. Was wir hier anbieten, ist eigentlich eine Erlebnisübernachtung. Was wir dazu brauchen, die Hauptzutat, ist eigentlich die Natur. Und die Natur ist in einem Zelt sehr nah an einem dran. Viel näher als in einem geschlossenen Raum zum Beispiel. Also immer erlebt man sich ganz anders, als wie man das von zu Hause, von seinen sogenannten eigenen vier Wänden gewohnt ist, wo man immer von der Mauer abgetrennt ist. Mosel Glamping. Ein kreatives Kurzabenteuer. Nun geht's auf die Straße. Mögen Sie mit mir in meinem Wohnwagen wohnen wollen. Ach, das wär fein und sicher hätte ich Sie das lange vorher schon fragen sollen, können Sie verzeihen. Denn ein Hotel mit 2 Mahlzeiten täglich ist mir finanziell gar nicht möglich. Und außerdem sind wir viel mehr bewegt. In meinem Wohnwagen unterwegs zu zweit. Ach, Fräulein, würden Sie mit mir in meinem Wohnwagen wohnen wollen. Ach, das wäre fein. Vom Anhänger flugs zur Wohn- und Schlafzelle. Dieser Klappwohnwagen ist ein imposantes Beispiel für den Einfallsreichtum der 60er Jahre. Denn für etliche Camper ist ja der Weg das Ziel. Bequem liegen wollen sie trotzdem. Deshalb steht die Entwicklung nicht still. Manchmal bringt gerade das kompakte Format den entscheidenden Vorteil. Somit haben wir uns überlegt, einfach mal was zu konzipieren, was für die Menschen erschwinglich ist, gut nutzbar ist, alle Möglichkeiten hat, die man auch in einem großen Camper hat, von der Toilette bis zum Kühlschrank, alles dort reinzupacken, um einfach den Leuten ein bisschen Freiheit zurückzugeben. Ein Tiny House auf Rädern. Der Mini-Wohnwagen wiegt gerade mal 550 Kilogramm und benötigt keinen extra Anhängerführerschein. 1 Jahr brauchte der Prototyp von der Planung bis zur TÜV-Abnahme. Besonders getüftelt wurde an cleveren Staumöglichkeiten, zum Beispiel für Toilette, Kühlschrank und Gaskocher. Jeder Anhänger ein Unikat nach Kundenwunsch. Am meisten Spaß macht mir, dass man das Wohnzimmer eines anderen Menschen gestaltet und kein Anhänger sieht aus wie der andere. Schon einzelne Module machen das Campen ein wenig luxuriöser. Wie diese Küchenbox, die Zelturlauber schnell im Auto verstauen können. Oder das Anbaubett, das aus einem normalen Transporter im Handumdrehen einen Schlafwagen macht. Ich brauche keine Garage, keinen Stellplatz. Ich habe keine Versicherung, keine Steuern zusätzlich. Es sind eigentlich nur die einmaligen Anschaffungskosten. Und dann, wenn es losgehen soll, geht es einfach los. Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Für Heimduscher, die ihre Körperhygiene am liebsten privat verrichten, wurde sogar eine mobile Duschkabine entwickelt.
Einfach auf die Anhängerkupplung setzen, Wassertank anschließen und schon kommt das Wasser von oben. Sogar mit Disco-Beleuchtung. Nix da mit Gemeinschaftsduschen. Ah, richtige Party hier drin. Das ist richtig gut. Ja? Hallo, wir sind Rebecca, Patrick und Hund Nico. Wir sind Dachzeltnomaden. Und wir zeigen euch heute unser Zuhause. Das Dachzelt ist insgesamt 1,40 Meter breit und 2 Meter lang. Man kann da gut drin liegen. Es ist auch einfach schön, mal morgens aufzuwachen und rauszugucken und da ist einfach Wald. Ein kleines Zelt ist unsere Welt, im Grünen vor der Stadt, wo man gleich unterm Himmelszelt das Glück gepachtet hat. Oben auf und mittendrin. Ein kleines Zelt, In dem man sogar arbeiten kann. Homeoffice Next Level. das ist unsere Welt. Also wir haben ein Hartschalen-Dachzelt, weil wir ja auch vom Vollzeitreisen mit dem Dachzelt kommen und auch eigentlich jeden Tag den Stellplatz wechseln oder maximal jeden zweiten. Und da ist es schon cooler, wenn man einfach nur mal eben das Ding zusammenkurbelt und dann ist es in 1-2 Minuten auch zu. Dachzelter sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Bei großen Treffen staunt man über die Vielfalt der ausklappbaren Herbergen. Ist ein Baumhaus-Feeling, so ein bisschen für die Kinder, auch für uns. Der Ausblick vom Dachzelt ist nochmal ein anderer als vom Boden. Fast 100 Dachzelthersteller gibt es auf dem deutschen Markt. Die Camp-Organisatoren staunen selbst über den Anklang. Das ist alles entstanden über eine Facebook-Gruppe, wo ja viele, die Interesse daran hatten, zu Dachzelten zusammengekommen sind, sich ausgetauscht haben und dann wurden es immer mehr. Und mittlerweile sind wir, ich glaube, über 40.000 Leute in der Gruppe und haben jetzt auch schon einige Veranstaltungen gemacht. Und weil so ein Dachzelt auf fast jedes Auto passt, nimmt die Zahl der Autocamper stetig zu. Gerade mal eine Pferdestärke. Mehr braucht's nicht, um in der Uckermark zu reisen. Urlaubsglück fernab der großen Reiseziele. Weil die Uckermark so schön in der Nähe ist von Berlin und man hat hier alles zusammen. Man hat wunderschöne Seen, eine wunderschöne Landschaft und es passt einfach. Und ja, man kommt hier einfach super runter und wir brauchen auch gar nicht so viel. Das merkt man immer wieder. Das Pferd zockelt mit der Ferienwohnung gemütlich übers Kopfsteinpflaster. Der Planwagen ist nicht nur Transportmittel, sondern auch zu Hause während des Urlaubs. Du kannst hier einfach den ganzen Tag machen, was du willst und hast kein Handyempfang und bist hier einfach auf dich gestellt und kannst den ganzen Tag so verbringen, wie du das gerne möchtest. Und zwischendurch das Pferd noch streicheln, noch mal reiten, wenn du möchtest. Also ist super. 10 bis 15 Kilometer lang sind die Tagestouren. Übernachtet wird an vorher ausgemachten Plätzen, zu denen bei Bedarf auch der Hufschmied kommt, wenn das Zugpferd neue Eisen braucht. Das Schwierigste ist das Aufstehen früh morgens. Ja, man ist es ja nicht so richtig gewöhnt. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint in den Wagen rein. Das ist so Tatsache. Dann hört man das Pferd schnauben und merkt, oh Mensch, der hat Hunger, jetzt muss man raus. Also das ist Tatsache, das ist etwas schwieriger. Außen rustikaler Planwagen, innen quasi ein Wohnmobil mit Küchenzeile, Schlafplätzen und jeder Menge Stauraum. Aber wir können auch gleich noch eine Wasserflasche mit rausholen. Jeder Tag beginnt mit dem gleichen Ritual. Wenn Zugpferd Kutscho, ein polnisches Kaltblut, sich aufgerappelt hat, bekommt es zur Belohnung eine Streicheleinheit. Und dann geht es ganz gemächlich weiter, bis zu 100 Kilometer in der Woche. Klimaneutrales Camping geht so.
In die Pedale treten und auf nicht mal 2 Quadratmetern alles dabei. Hier als Modell Marke Eigenbau. Ich fahr Fahrrad. Tada! Das ist mein kleiner Fahrradwohnwagen, der mir als Schlafplatz dient in erster Linie mit meinem Hund. Da kann ich einfach hier die Matratze im Brett rausziehen, die Matratze hier reintun und dann habe ich eine gesamte Liegefläche. Habe hier noch so ein paar Fächer und Schränkchen. Habe hier auch eine Wäscheleine gespannt, ein paar Wäscheklammern, kann ich was aufhängen, bisschen Strom verbaut. Das ist wie ein kleiner Wohnwagen. Ja, hier drunter ist meine Toilette für das große Geschäft. Schön mit Deckel. Ja, hier ist meine integrierte Kühlbox. Und da habe ich dann immer meine Lebensmittel drin mit Kühlakkus und auch verderbliche Ware. Fahrradfahren, Fahrradfahren. Fahrradfahren, Fahrradfahren. Auch dieses Mini-Mobilheim ist eine Sonderanfertigung. Der Fahrradanhänger gilt juristisch nicht als Wohnwagen und kann deshalb überall dort stehen, wo auch das Rad steht. Rechtlich gesehen eine Grauzone, die Biker gern nutzen. Egal, wo ich anhalte oder wo es mir gefällt, ich habe mein Haus dabei. Ja, das ist... Ich wohne am Weg, kann man sagen. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Inzwischen sind Radcamper aber nicht mehr nur auf Eigenkreationen oder Sonderanfertigungen angewiesen. Verschiedene Fahrradcampingmodelle kann man mittlerweile kaufen oder mieten, sogar Offroad-tauglich. Hallo Nachbarn. Ich habe hier hinten auch mal ein Campingmobil dabei und wollte fragen, ob mir jemand helfen kann mit dem Aufbau. Das mache ich. Na, und du hilfst auch mit? Und du hilfst auch mit? Schaffe, schaffe, Häusle baue und nicht nach dem Mädle schaue. Und wenn unser Häusle steht, da gibt's noch keine Ruhe, denn dann sparen wir, dann sparen wir. Ja, ist gut. Das ist sensationell. Was das für ein Gefühl ist. Ja, es ist auch für bis 100 Kilo. Ah, echt Hammer. Und wie schläft es sich auf 66 Zentimetern Breite? Oh, wie viel haben wir es denn? Oh, 37. Oh. Ja, wie war die erste Nacht? Er hat eine kleine Moskito-Party hier und hinten ist ein bisschen beengt. Aber ansonsten top. Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. 2 Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Testen kann man das Fahrradcampen zum Beispiel auf Fehmarn mit einem Leihanhänger. Fahrradfahren, nichts ist so schön wie Fahrradfahren. Für mich das Ideal. Der Wind weht um die Uhr. Das fühlt sich hier auf so einer Strecke traumhaft schön an, total autark zu sein. Aber in der Stadt ist das... Also du musst dich einschnusseln, ne, auf so einen Anhänger, weil der haut dir ganz schön, gerade bergunter, die Achse immer so ein bisschen ins Kreuz. Das muss man üben. Das Gewicht merkst du gar nicht durch die Elektrizität am Fahrrad. Umweltfreundlich reisen und dann auch noch mit Solarkraft die Beleuchtung steuern. Kleiner kann der CO2-Fußabdruck nicht sein. Am Zielort nur noch ein bisschen klappen und ruckeln und räumen. Und schon ist das Campingerlebnis perfekt. Weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ja so quasi, man könnte fast sagen, wie Mutterleib, so eng. Also... Dabei ist dieses Modell theoretisch sogar für 2 Personen geeignet. Na gut, für 2, die sich sehr lieb haben.
Jetzt was für Sternengucker. Ram-a-lam, ding dong, ram-a-lam, ding ding dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a ding dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding dong, ram-a-l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 am-a
Tausende. Der Schlafwürfel Sleeperoo. Zu allen Seiten erlauben große Panoramafenster den Blick auf das Himmelszelt. Mal schauen, wie die Nacht wird. Ja, spannend. Überrascht. Dann waren wir nicht drin, du davor, oder? Etwa 70 von solchen Würfeln stehen in Deutschland. Die Aufstellbedingungen sind denkbar einfach. 2,5 mal 3 Meter Stellfläche und Toilette und Waschbecken in fußläufiger Entfernung. Mehr braucht's eigentlich nicht. Auf dem Sonnenscheinhof in Lasbeck in Schleswig-Holstein wird den Besuchern aber noch mehr geboten. Der hautnahe Kontakt zu Alpakas. Wer sagt denn, dass man zum Einschlafen unbedingt Schafe zählen muss? Also im Idealfall hoffe ich, dass wir morgen früh wach werden und ein paar Alpakas vorm Zelt liegen. Oder irgendwie die Tiere rumlaufen, dass wir wirklich mittendrin sind und mittendrin auch aufwachen. Das wäre natürlich super. Das Großartige an den Sleeperoos ist ihre Flexibilität. Wer lieber am Meer aufwachen möchte, kann nämlich auch das tun. Wie hier auf der Seebrücke in Großen Brode. Möwen statt Alpakas, Blick auf den Horizont anstatt auf den Heuschober. Wir haben wunderbar geschlafen. Es ist viel bequemer, als man so auf den ersten Blick vielleicht denken mag. Und viel wärmer, als man denken mag. Wir haben den Wecker gestellt auf 5:30, um den Sonnenaufgang auch mitzubekommen. Und der war echt wunderschön. Absolute Windstille. Die Segler sind auch schon um 7 oder was, 7:30 rausgefahren. Das sah auch sehr, sehr schön aus, als sie hier vorbeifuhren. Für so einen Ausblick lohnt dann auch das frühe Aufstehen. Diesen Schlafplatz betritt man wie ein Raumschiff durch eine Schleuse. Und jetzt bläst sich das wieder auf und jetzt könnt ihr da aufmachen, könnt ruhig aufmachen. Erst wenn Innen- und Außentür wieder geschlossen sind, darf der Gast den eigentlichen Wohnraum betreten. Der wird nämlich durch einströmende Luft in seiner Form gehalten. Gefällt dir sehr gut? Einfach, wie würdest du in der Natur draussen übernachten. Also, ja, es ist wirklich wie unter freiem Himmel. Diese Schlafkugel nennt sich Bubble Tent, also Blasenzelt. Erinnert irgendwie an, naja, Sie sehen ja selbst. Sachsen-Anhalt. Eine knappe Stunde südlich von Magdeburg steht ebenfalls so ein Blasenzelt. Schlafen wie in der Natur, nur ohne die Widrigkeiten derselben. Geschützt vor Mücken, Regen und Wind und gerade in der Dunkelheit ein wahrlich romantisches Erlebnis. Selbst bei 6 Grad Außentemperatur lässt so eine Bubble-Nacht echtes Camping-Feeling aufkommen. Man genießt einfach die Atmosphäre. Das ist wirklich so ein Ort, zur Ruhe zu kommen und einfach mal den Moment zu genießen. Also ohne Handy, ohne Internet. Es ist ja ganz anders als im Hotel. Stimmt, im Hotel entspannt man garantiert nicht mit den Gastgebern im Garten. Wir wollten einfach den Garten und den Wald hier mit anderen Leuten teilen und ein tolles, außergewöhnliches Erlebnis schaffen. Und ja, dann kam meine Frau mit der Bubble-Idee um die Ecke. Und ja, so wie wir sind, haben wir das innerhalb von 1,5 Monaten mal eben auf die Beine gestellt. Was man eben so macht, ein Mini-Hotel mit Durchblick bauen. Nun geht's ab in die Natur.
Der Pfälzer Wald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Wer hier unterm Blätterdach nächtigt, muss hart im Nehmen sein. Ich will euch in den kommenden Tagen zeigen, wie man in der Natur klarkommt, aus einer Trekking-Situation heraus. Also das heißt, ihr wart mit Rucksack und allem drum und dran unterwegs, habt euch verlaufen, habt Gepäck verloren und so weiter. Und dann muss man sich auf seine Hände, seine 5 Sinne und seinen Verstand verlassen können. Und ich will euch zeigen, wie man das macht. Also wie kann ich draußen für Schutz, Feuer, Wasser und Nahrung sorgen. Wer in der Wildnis überleben will, muss verschiedenste Hindernisse überwinden. Auch den Ekel vor Heuschrecken. Zielt auf die Großen ab, wenn es geht. Wenn es ums Überleben geht, denke ich, würde ich schon essen. Auch wenn ich die Brennnessel eigentlich bevorzuge. In Survival Camps lernen die Teilnehmer, wie man eine Unterkunft aus Laub und Ästen baut. Stapelt so viele Stöcke wie möglich aneinander, im 45-Grad-Winkel circa. Und dann kommt Laub drauf. Dass, wenn es regnet, dass das Wasser gut ablaufen kann. Wer schläft in der Laubhütte? Also, ab geht's. Um eine vernünftige Laubhütte zu bauen, braucht es jede Hand. Können wir den auch noch mal schneiden? Du kannst mir noch nicht vorstellen, dass das stabil wird. Jetzt versucht es mal, die ineinander zu stellen. Ich blätter durch mal kurz rein. Füße zuerst oder Kopf zuerst? Der Kopf liegt normalerweise oben am Eingang. Okay. Ja, also du würdest auf jeden Fall reinpassen, aber es wird schon ziemlich eng. Ja, aber ich denke, das passt, oder? Ja, geht schon. Das passt schon. Da kommt jetzt ja noch Reisig drauf und dann kommen noch Blätter drauf. Und dann dürfte es eigentlich auch nicht mehr reinregnen, wenn es regnen sollte. Die 20 cm dicke Laubschicht sollte warm und trocken halten. Sieht doch nett aus. Ja, was meinst du? Nett ist der kleine Bruder von was? Nein, ich finde, es schaut gut aus. Mindestens genauso gut wie die Planen, unter denen die anderen schlafen. Es ist doch schon ein bisschen Unsicherheit da, wie es wird heute Nacht. So komplett in der Wildnis mit Spinnen und Zecken. So, hier haben wir noch ein bisschen Distelpflaumen von heute, den wir gesammelt haben. Den machen wir da auch noch mit rein. So, jetzt haben wir Feuer. Ja, yeah, sehr gut, okay. Schon brutzelt das gesammelte und gejagte Essen im Topf. Und dann ist Bettruhe angesagt. Ist staubig, oder? Oh ja, ist doch sehr bequem. Gute Nacht. Der nächste Morgen. In der freien Natur zu schlafen war gar nicht so schlimm. Überraschend gut. Ich habe echt gut geschlafen. Bisher habe ich immer nur in einem Zelt übernachtet. Aber das war echt, ich habe geschlafen wie ein Baby. Und dann noch bei so einem schönen Sternenhimmel gestern. Ich fand es echt klasse. War erstaunlich gut die Nacht tatsächlich. Wir haben eine Weile gebraucht, um einzuschlafen. Und ja, ich war auch ein paar Mal wach. Weil man dann doch so ein bisschen empfindsamer ist für die Umgebungsgeräusche. Ich glaube, eine Maus ist bei uns auch mal durchgehuscht. Eine Nacht im Sommerwald mag ja romantisch sein. Bei 7 Grad Celsius im Herbst sieht das womöglich anders aus, oder? Horst, guten Morgen. Aufstehen, 7 Uhr ist schon vorbei. Ach, ihr schon wieder. Erstaunlicherweise habe ich gut geschlafen. Ich dachte gestern Abend, es wird verdammt kalt werden, aber das war nicht so. Einfach im Naturpark zu zelten ist hierzulande eigentlich nicht erlaubt. Es sei denn, man kennt die geheimen Koordinaten, die zu einem der legalen Stellplätze führen. Diese liegen etwas abseits der Wanderwege. Wegen des unwegsamen Geländes wurden eigens Plattformen errichtet, sogenannte Trekking Camps.
Wir gehen einfach gern zelten, weil es einfach ein schönes Gefühl ist, die Natur zu erleben. Wenn es richtig trocken ist, kann man auch das Überzelt wegmachen, kann man die Sterne gucken. Und das ist halt schon was Besonderes. Schweden-Feeling mitten im Schwarzwald. Und das ist jetzt das i-Tüpfelchen. Jetzt können wir auch die Zielgruppe zu uns locken, die bislang nach Skandinavien gefahren ist und dort ihr Trekking-Angebot oder ihr Trekking-Hobby ausübt. Die können das jetzt auch im Schwarzwald machen. Und nicht nur dort. Auch rund um Hallenberg im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge gibt es einige dieser Trekkingplätze. Wer allerdings im größten Naturpark in Nordrhein-Westfalen übernachten will, muss vorher ein Stückchen wandern und suchen. Ich habe ihn gefunden! Hast du die Überraschung gefunden? Ja! Und? Gefunden! Wow. Das ist schön, ne? Ja. Hier möchte ich immer sein. Man hat die Abenteuer vor der Haustür. Man muss nicht unbedingt weit wegfahren. Und Corona hat uns das ja auch gezeigt, dass man auch in der Nähe was findet. Dieser Naturlagerplatz befriedigt auch dringende Bedürfnisse. Wir gehen einmal gucken. Ich zeige sie dir noch mal. Guck mal, ein richtiges Toilettenhäuschen ist hier. Ist doch gut, oder? Braucht man gar nicht in den Wald zu gehen. Aber, naja, man kann nicht abspielen. Das ist das Schlimmste. Ja, aber so schlimm ist das nicht. Ich finde, eine Toilette ist schon Luxus hier, ne? Auf so einem Platz. Das ist eine sogenannte Trenntoilette. Es wird also praktisch Feststoff und Urin werden getrennt. Und dadurch kommt es sich zu Gärung und stinkt nicht. Das ist das Schöne daran. Nur mit den Gerüchen und Geräuschen der Natur einschlafen. Ein Mikroabenteuer auf 600 Höhenmetern im Hochsauerlandkreis. Das Konzept des Plattformcampens kommt gut an. Streng. 25 Kilo hatten wir drin. Au. Oh. Alles, was gebraucht wird, muss mitgeschleppt werden. Auch der Müll am Ende, der wandert wieder nach Hause. Und wir präsentieren unser Schlafzimmer. Tada! So, los geht's! Und ja. Da hat man sich eine Belohnung verdient. Lecker. Das ist für mich mein erstes Mal. Aber die zwei sind dabei, deshalb werde ich gut schlafen. Tschüsschen! Morgen! Energiegeladene Kinder, entspannte Väter, so macht Trekkingurlaub Spaß. Mal so richtig abhängen. Das geht in Brandenburg in sogenannten Hanging Tents, hängenden Zelten. Den 3 Niederländerinnen gefällt's. Wir finden, dass das wirklich gemütlich ist. Und von hier aus kann man die Bäume und den Himmel sehen. Und vor den Mücken ist man auch richtig gut geschützt. Schweben zu schlafen kommt bei Campern super an. Die Reaktion, die dann erfolgt, die ist immer sehr charakteristisch für fast alle, dass beim Hinlegen dieses Geräusch kommt, oh, ich lass dich mal hängen. Gerade mal eine halbe Stunde südöstlich von Potsdam warten 2500 Quadratmeter Waldfläche auf Erholungssuchende. Wir versuchen halt, das ganze Gelände auch schön zu gestalten, sodass jeder sich hier auch wohlfühlt. Und das, denke ich mir, ist ein ganz großes Plus, dass es so viele Ecken gibt, wo die Gäste sich zurückziehen können, wo sie sitzen können, ihr Bierchen trinken können oder wo sie Outdoor-Cooking praktizieren können. Ja, das kommt einfach gut an, ne?
Der Eifel Adventure Park. Zwischen Bäumen umherklettern, über Hängebrücken balancieren und sich an Seilbahnen herunterstürzen. So viel Action macht müde. Zum Glück gibt es dafür eine Lösung. Das Hängezelt. Gute Nacht. Hier braucht man sich wenigstens nur reinhängen, ne? In den Kletterdingern, da musst du dann über irgendwelche wackeligen Brücken und... Musst du noch. Oh nein. 2 Stück. Du schläfst nach Berg unten und ich nach Berg oben. Tür auf, links oder rechts? So wie du gerade guckst, nach hinten, nach rechts. Wir haben jetzt 6:30. Draußen ist hell. 50% von uns sind schon wach. Die andere Hälfte müde, aber glücklich. Willst du noch mal machen? Ja, will ich noch mal machen. Nächstes Mal mit Mama? Nö, mit dir. Na dann, alles richtig gemacht. Eine tolle Hängepartie in der Eifel. Der nächste Durchhänger wartet an der kleinen Klöf an der Saarschleife. Angedacht ist es, hier ein Kopf und da ein Kopf. Hat den Vorteil, dass man dann direkt ziemlich im Blei liegt. Also, Ist schon mal jemand rausgefallen? nee. Und wenn du rausfällst, mach da keine Sorgen. Im Herbst ist das Laub weg, da finde ich dich wieder. Und der Stoff gibt nach. Da hat man dann wie so eine Kuhle, wo man drin liegt. Wie eine Hängematte quasi. Und wenn du dich heute Nacht drehen tust, zur Außenseite hin zum Beispiel, kullerst du automatisch wieder zur Mitte hin. Es ist schon eine sehr ungewohnte Situation. Einfach auch, weil man da schon sieht, wo die Seile lang laufen. Eben, dass es hier nicht über dem Boden ist, sondern schon in Richtung der Klippe. Und ja, natürlich gehen so einem so ein bisschen die Gedanken auch durch jetzt erstmal. Aber ich denke, wäre das jetzt hier eine Todesfalle, würde es ja auch nicht seit 5 Jahren geben. Von dem her wird schon alles schief gehen. Die sogenannten Porter Ledges stammen aus dem Bergsteigersport und dienen eigentlich zum Übernachten an steilen Felswänden. Hier werden sie in 2 Metern Höhe an Bäumen befestigt. Über eine wackelige Strickleiter geht's hoch ins Panoramabett. Das ist definitiv nichts für schwache Nerven oder Leute mit Höhenangst. Es ist irgendwo Unsicherheit, aber ein bisschen auch Euphorie irgendwo. Ich habe mir schon mal vorgestellt. Und die Aussicht ist herrlich, man liegt wirklich bequem. Ist gut. Um den nervösen Magen zu beruhigen, stärken sich alle bei einem gemeinsamen Grillabend. Und dann dieser Ausblick, der für alle Kletterpartiemühen entlohnt. As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy notions creep around. It makes me Nächster Morgen, 6:30 Uhr. long ago. They claim to walk. Zum Wachwerden gibt's erstmal einen Kaffee. Und, wie prophezeit, ist niemand abgestürzt. Ich hatte ja echt ein bisschen Bammel und zwischenzeitlich war ich mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt tatsächlich darin schlafen würde. Aber habe mich dann doch breitschlagen lassen und nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ging es auch sehr gut. In Witzenhausen in Nordhessen, direkt gegenüber von Schloss Berlepsch, werden Kindheitsträume wahr. Einmal im Baumhaus übernachten. Über Treppen gelangt man in die Gipfel der Wipfel. Ich sag mal, mit dem schweren Koffer jetzt hier hoch, das ist auch nicht so ganz einfach. Also der Mehrgenerationenurlaub mit der Oma, ja, das bietet sich nicht so ganz an.
Es sei denn, Oma ist noch rüstig. Oben wird sie belohnt mit allem, was man für eine Nacht so braucht. Na gut, fließend Wasser gibt's zwar nicht, aber eine Katzenwäsche ist trotzdem drin. Der Luxus liegt nicht in der Ausstattung, sondern im Erlebnis. Deshalb ist eine Übernachtung nicht unbedingt ein Schnäppchen. Einmal im Leben im Baumhaus schlafen ist dann einfach eine ganz, ganz geile Erfahrung. Gibt's noch nicht so viel, ne? Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das halt auch diese Preiskategorie hat, ne? Eine Nacht für 2 Personen kostet je nach Art der Unterkunft zwischen 100 und 300 Euro. Aber das Abenteuer unbezahlbar. Baumhaus, Traumhaus. Baumhaus, Traumhaus. Wer den Vogelpark Marlow in Mecklenburg-Vorpommern besucht, bekommt allerhand Federvieh zu sehen. Greifvögel zeigen ihr Können. Bartkauz Ewald posiert für Fotos. Dreh dich noch mal ein Stück. Klasse. Super. Ewald, guck mal. Direkt neben der Storchenwiese steht ein Baumstelzenhaus, in dem Vogelfreunde die Nacht verbringen können. Vorausgesetzt, sie können bei Adebars Geklapper einschlafen. 60 Meter entfernt liegt ein Bad mit WC und Dusche. Da sind sie doch. Erstmal finden wir die Aufteilung recht gut, weil die Kinder hier oben schlafen können. Und ich finde es schön, dass man da ein eigenes Bad hat. Ne? Also so Plumpsklo ist nicht meins. Das ist einfach so. Auf der Terrasse vom Storchennest wird das mitgebrachte Abendbrot kredenzt. Das Frühstück ist im Übernachtungspreis inbegriffen. Aber das Beste kommt ja noch. Denn für die Baumhausbewohner gibt's noch eine exklusive Schläfertour durch den Park. Merke, Keas lieben Nüsse. Das ist für die wie Schokolade oder Gummibärchen für uns. Das mögen sie einfach am liebsten. Und da fressen sie dann auch am liebsten erstmal alles ordentlich raus. Ja, genau. Station 2. Loris. Kleine, bunte und sehr laute Papageien. Auch hier darf gefüttert werden. Mal jetzt gucken bei den Katas, ob die müde sind. Die Beine werden langsam schwer. Aber noch müssen die Katas ins Bett geschickt werden. Eine Nacht unter Wölfen gefällig? Willkommen in Güstrow. Na, das Wasser wird hier auch bereitgestellt, weil wir hier keinen Anschluss haben. Geschlafen wird auf Stroh. Mehr Komfort darf der Besucher allerdings nicht erwarten. Ja, dann kann ich nur sagen, willkommen bei den Wölfen. Ja, dann gehen wir in die Hütte, ne? Ja. Wir haben nämlich einen Mitbewohner hier. Der ist wenig. Hoffentlich kein Wolf. Wolf im Mini-Format und heißt Siebenschläfer. Ah. Na? Ich glaube, ich schlafe dann oben. Da rennt doch noch mehr rum. So. Da rennt doch noch mehr rum. Schnicken wir da rum, wer unten steht. Also ich würde halt tatsächlich freiwillig oben schlafen. Okay. Ja, gut, kommen die Wölfe denn erfahrungsgemäß auch relativ nah ran? Ja, wir können ja mal gucken noch. Mhm. Manchmal jagen die sich hier überall. Die haben ja auch das Gelände, also bis da hinten geht das noch. Ja, wie gesagt, dann viel Spaß, ne? Vielen Dank. Dankeschön. Cheers. Cheers. Cheers.
Echte Camper schmeißen am Abend natürlich den Grill an, auch in einem Wolfsrevier. Na gut, vielleicht ist eine Holzhütte kein klassisches Camping, aber die Gäste sind auch heilfroh, hier nicht in einem Zelt übernachten zu müssen, denn es gibt ja noch die Dauerbewohner gleich nebenan. Ich habe vielleicht gedacht, da wo wir die Fonds gesehen haben, aber ich sehe da zumindest nichts. Da ist einer. Da. Ah ja. Und noch einer. Und noch ganz viele. Keine Ahnung, die sind auch echt viel größer, als ich mir die vorgestellt habe. Und so im Dunkeln, wenn man auch nicht so richtig sehen kann, wo die Gefahr ist. Schon ein bisschen gruselig. Nachts im Tierpark eingesperrt zu sein, wann kommt man mal so nah an Wölfe ran? Mega cool. Wer Wölfe und Luxus liebt, sollte mal einen Abstecher nach Dörferden machen. In 3 Baumhäusern im Wolfcenter kann man Rotkäppchens Endgegner nachts ganz nah sein. Wow, oh wow. Und das ist heute Nacht meins. Schön. Wie cool ist das denn bitte? Okay, wir sehen uns heute Abend wieder. Die Nachbarn für den Abend: 7 europäische Grauwölfe und 4 kanadische. Diese Wölfe haben wir von Hand aufgezogen. Die kennen uns Menschen aus nächster Nähe durch diese Aufzuchtform. Und sind natürlich jetzt ein bisschen aufgeregt. Oh, heute Futter dabei. Ja. Na, das ist das erste Futter heute. Ah, ja. Und ein wildlebender Wolf würde sich so natürlich nicht hier am Zaun zeigen. Für den Einwurf klingender Münzen darf man sogar beim Füttern helfen. Wir beide haben sie zum Heulen animiert, stimuliert und haben gesagt, wir sind hier. Ja. Und die Wölfe haben geantwortet, ja, wir sind hier. Nicht einmal beim Picknick in luftiger Höhe bleibt der Besucher unbeobachtet. Ach, habe ich da gerade irgendwo den Wolf? Ach, guck mal, wer da unten ist. Hey, na? Zugegeben, zünftiges Camping ist das nicht mehr. Aber immerhin so originell, dass wir Ihnen das auf keinen Fall vorenthalten wollten. Klimaanlage für den Sommer, Bodenheizung für den Winter und für jede Jahreszeit der Whirlpool. Vielleicht tauschen Sie ja mal für eine Nacht das Wohnmobil gegen dieses Baumhaus. Dann sollten Sie unbedingt diese eine Sache ausprobieren. Jetzt wird's frisch.
In den 60er Jahren war Wintercamping noch etwas für die ganz Harten. Der Neuankömmling spürt zunächst nichts von der Kälte. Er muss erst mal ordentlich Schnee schaufeln, um für seinen Wohnwagen ein Plätzchen zu schaffen. Inzwischen bleibt für Mutti nur die Hausarbeit. Und was bleibt für Papi? Skifahren? Aber nein, er muss die steif gefrorene Wäsche von der Leine nehmen. Immer wieder zurück zum Campingplatz fand dieses junge Paar. Vor 2 Jahren lernte es sich beim Winterzelten kennen. Beim Sommercamping war die Trauung. Und jetzt erfährt schon der Nachwuchs die Freuden der Eiseskälte. Pardon, die Freuden des weißen Winters im Steckkissen. Heute, gut 60 Jahre später, präsentiert sich Wintercamping bedeutend komfortabler. Zum Beispiel auf dem Nebelhorn im Allgäu, wo jedes Jahr die Igloo Lodge neu errichtet wird. Das ist ja mal schön. Ist ja toll. Aber frisch. Aber frisch. Wie kalt aber ist es hier? Viel größer als von draußen gedacht. Unbedingt. Das ist ja eine richtige Kuppel hier, du. Ja. Aber wie kalt ist es hier in der Nacht? Um die 0 Grad haben wir hier drin. Tja, logisch. Wäre es wärmer, würde die Behausung ja einfach wegtauen. Es gibt sogar eine Bar. Und die braucht ein bisschen Pflege. Du hörst schon, es zischt. Nicht, dass ich die ganze Bar wegschmelze. Einfach so drüber. Mal drüber bügeln, genau. Das Bügeleisen glättet Spannungsrisse und Abdrücke, die von heißen Glühweintassen herrühren. Wie baut man überhaupt so ein Igloo-Hotel? Die Theorie ist, ich blase einen großen Luftballon auf und schütte den mit Schnee zu und ziehe danach den Luftballon raus und das Iglo ist fertig. Also das ist jetzt So mal einfach. so die ganz kurze Version. Und der Vorteil, den wir natürlich haben, wir können jedes Jahr aufs Neue kreativ sein und jedes Jahr aufs Neue eigentlich wieder ein bisschen anders bauen. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien, alles wäre so klar. Spartanisch war gestern. Auch die Zugspitze wird allwinterlich zum Hotspot. Obwohl, hot ist hier gar nichts. Egal wie viele Minusgrade draußen herrschen, drinnen wird es logischerweise nie wärmer als 0 Grad. Ich mag es einfach auch ein bisschen kälter und dann das in dem Igloo, ich finde, das sind einfach Erfahrungen, die muss man einfach mal mitnehmen und machen und ja, ich finde es einfach spannend. Ja, ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der Kälte liebt. Ich sitze lieber am Strand in der Sonne, aber ich finde es bis jetzt echt mega cool. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, wie die Nacht wird, weil es schon sehr kalt ist und das ist eben eine sehr ungewohnte Situation. Mal gucken, wie es wird. Ja, boy, schon geht's dahin. Ich habe richtig gut geschlafen, war auch warm, also ich habe teilweise lüften müssen. Also mir hat es echt Spaß gemacht. Ja, bei mir war es so, ich bin so im Zwiespalt. Es war schon eine coole Erfahrung, aber es war sehr kalt. Also ich habe echt lange gebraucht, bis mir warm geworden ist. Und ich konnte irgendwie nicht so gut schlafen wie jetzt du. Also zu Anfangs habe ich gemeint, ich gehe heim, das schaffe ich nicht, aber nach einer halben Stunde mit Wärmflaschen habe ich es dann doch auf Temperatur gebracht, dann ist es schon gegangen. Tipps für besondere Nächte. Seit 100 Jahren steht hier am Ufer der Eider im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Gasthaus, seit 50 Jahren ein Campingplatz.
Wer kein eigenes Campingvehikel mitbringt, kann sich hier eins mieten. Ein gemachtes Bett, Heizung, Strom für die E-Bike-Akkus und WLAN. Eine im wahrsten Wortsinne runde Sache. Für Radler, die auf ihrer Tour eine Rast einlegen möchten, ein perfekter Stopp. Urig und urgemütlich. Aber auch sehr klein, ne? So mit An- und Ausziehen und Umziehen und Sachen verstauen. Ist Campingurlaub, sagen Ist halt wir mal Campingurlaub, so. ne? Ja. Außerdem sind diese Fässer das ideale Testobjekt für alle, die noch andere Pläne haben. Wir wollen uns so ein kleines Wohnmobil zulegen und da war das so ein Test, ob wir auf so einem engen Raum klarkommen zusammen. Und das hat gut geklappt. Wer sich für Camping entscheidet, braucht ja auch nicht viel. Das Wichtigste liegt sowieso draußen vor der Tür: die Natur. Der Spreewald, bekannt für seine Spreewälder Gurken. In Löbenau können Besucher ihre kulinarischen Vorlieben sogar nachts auskosten, bei einer Übernachtung im Gurkenfass. Beschwerden empfindlicher Gäste werden mit Humor genommen. Wenn die Gäste immer ansprechen im Spreewald, ja, die Mücken, was machen wir dagegen? Dann sage ich immer, wissen Sie was? Es gibt Gäste, die zahlen viel, viel Geld, um wilde Tiere zu sehen. Die fahren nach Afrika. Bei uns ist hier alles im Preis inbegriffen. Rauf auf den Berg und runter vom Stress. In Sassbach-Walden kommen Urlauber zur Ruhe. Und zwar in einem Weinfass. Auch ohne den flüssigen Inhalt selbiger Fässer. Der Vögel, der Verkehr wird immer weniger. Man merkt, dass es immer ruhiger wird. Ja. Und dann geht man ganz in sich und staunt noch über das Ganze, über die Bilder, über den Sonnenuntergang. Ne? Also ganz toll. Das ist halt natürlich schon überwältigend. Ne? Man kommt sich wirklich vor, wie wenn man jetzt da oben allein ist und da unten ist die ganze Welt. Und ihr könnt mich alle mal da unten. 8000 Liter Wein passen in so ein Fass. Oder eben 2 Urlauber, die mitten aus den Reben bis zu den Vogesen schauen können. Sogar aus dem Bett. Gestern Nachmittag, wo wir hierher kamen, haben wir aufgemacht. Da habe ich gesagt, oh Gott, ja, grausam, alles aufmachen. Und gestern Abend, wo dann die Sonne weg war, dann fing es richtig an. Der Wind ging dann ein bisschen und dann hat es richtig durchgezogen, war überhaupt nicht mehr warm. So ganz ohne Wein geht's natürlich nicht. Dafür stehen Kühlschrank und eine überdachte Sitzecke zur Verfügung. Und was man sonst noch so braucht. Den Schwarzwald im Rücken, das Picknick samt Rebensaft vor der Nase, mehr geht nicht. Finden zumindest die, die es schließlich wissen müssen, die Weinfass-Urlauber. Ich muss sagen, man muss für mich vom Gefühl 2 Nächte bleiben, weil die erste Nacht ist so unwahrscheinlich, dass man denkt, ist das wahr, träume ich das? Und gestern sind wir dann so richtig angekommen und haben die zweite Nacht dann so ganz genossen. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, daraus zu gucken, den Sternenhimmel noch zu sehen abends aus dem Bett. Wir haben dann 11:30 oder was, 12 sind wir rein und dann haben wir bestimmte Stunden geschlafen und noch daraus geguckt und unglaublich und eine Ruhe. Das einzige Problem, viele sehnen sich nach dieser Ruhe. Dann wollte ich es buchen und dann habe ich gesehen, das ganze Jahr ausgebucht. Jahr später auch ausgebucht. Und dann habe ich praktisch 1,5 Jahre später, jetzt im August, gebucht. Also verspätetes Hochzeitstagsgeschenk nach 1,5 Jahren. Wir konnten uns 1,5 Jahre drauf freuen.
wenn man dann so eine Weile hier ist, dann merkt man eigentlich, man ist doch zufrieden und man hat eigentlich alles, was man braucht. Man meint immer, man braucht so viel, aber man braucht nicht so viel. Auf diesem Erlebnisbauernhof geht's ebenfalls rund. So, da haben wir jetzt unser Wiesenfässli am Lindenbaum. Da sind 2 Betten drin, wo oben die Erwachsenen schlafen. Dann haben wir eine Stromheizung, also Infrarotheizung, weil ja unser Betrieb energieautark ist. Und unten drin haben wir noch einen Kühlschrank. Das Ganze ist natürlich Vollholz, weil wir ja im Hochschwarzwald sind, selber Wald haben. Darum leben wir das Motto, aber womöglich Holz. Und darum haben wir gesagt, das ist eigentlich die Authentik, was der Hof hergeben muss. Wir wollten auch ein bisschen ein Erlebnis für unseren Kleinen mit Tieren und Spielzeug und Spielplatz. Und ja, habe überlegt, Zelte zu gehen, aber das ist natürlich für uns auch ein bisschen angenehmer, wenn dann alles hier ist. So, nochmal, komm, nimm sie gerade ein wenig in die Hand. Guck, so ganz flach halten. Jetzt guck mal, ob so weit die will. Weit die, komm. Das kitzelt. Die Fässer werden fast zur Nebensache bei diesen Hofbewohnern. Der tägliche Spaziergang mit den Alpakas, für viele der Höhepunkt des Urlaubs. Und dann gibt es ja noch den Badeteich, der aus frischem Quellwasser gespeist wird. Der Sprung ins kalte Wasser bekommt hier eine ganz wunderbare Bedeutung. Es stinkt zum Himmel. Das stimmt doch was nicht. Einst war die Emscher die Kloake des Ruhrgebiets. Das war vor ihrer Renaturierung. Eine Mammutaufgabe für viele Milliarden und sehr lange Zeit und einzigartig in der Welt, dass man einen Abwasserkanal wieder in einen natürlichen Fluss verwandelt. An dem man herrlich radeln und sogar übernachten kann. Hier schaut der Gast in die Röhre, und zwar in eine ehemalige Abwasserröhre. Aber weil das wenig einladend klingt, nennt man sie lieber Gastfreundschaftsröhren. Und gastfreundlich sind sie in der Tat. Matratze, Stromanschluss und Ausguck. Mehr braucht's für eine Rast nicht. Diese Abwasserkanalrohre sind ja das Symbolbild für den Emscher Umbau, für die Abwasserfreiheit der Emscher. Milliardenschwere Elemente, die man eigentlich nicht mehr sieht, weil sie verlaufen genau hier unter unseren Füßen. In Bottrop liegen sie auf dem Gelände eines alten Klärwerks der Emscher. Das ist heute ein Industriedenkmal, wie so vieles im nördlichen Ruhrgebiet. Eines der alten Klärbecken wurde trockengelegt und bepflanzt. Das gesamte Areal wurde von Künstlern gestaltet. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für ihn gesucht und hatte gedacht, irgendwie, man hat ja alles, aber Zeit verbringt man halt nicht so ganz viel zusammen. Und da er halt beruflich mit Kläranlagen zu tun hat, habe ich gedacht, das wäre eine ganz originelle Idee, hier mal zu übernachten. Vom Schandfleck zum Ausflugsziel. Eine echte Erfolgsgeschichte. Ein Zirkus, der nicht viel Zirkus macht. Keine Clowns, keine Manege, aber einen Zirkusdirektor gibt es. Zirkuswagen sind einfach eine schöne Form. Sie sind bunt und passen einfach sehr schön hier in die Gegend. Und es ist ja im Prinzip ein ähnliches Konzept wie Tiny Houses, nur dass sie eben in meinen Augen von außen gefälliger wirken. In der Uckermark muss man kein Artist sein, um hier übernachten zu können. Innen entpuppt sich der Wagen nämlich als geräumiges Campermobil. Man erwartet natürlich die wilden Geschichten rings um den Zirkuswagen.
Und von außen mutet das auch so an, aber ja, es ist wahrscheinlich mehr das Geschichtsträchtige daran. Ja, also der Zirkuswagen an für sich könnte natürlich auch der Camper sein, aber es ist wahrscheinlich einfach nur der wilde Gedanke. Was vielleicht auch daran liegt, dass die französischen Zirkuswagen aus den 50er und 60er Jahren keine Originale, sondern Nachbauten sind. Aber das muss auch so. Weil sie das Problem haben, wenn sie einen alten Wagen nehmen, von, sagen wir mal, 1950, haben sie überhaupt nicht den Standard, den heute ein Gast erwartet. Das andere ist die Isolierung. Man würde also im Grunde, wenn man über das Jahr vermietet, immer schön aus dem Fenster oder durch die Wände heizen. Aber ob nun original oder nicht, echt ist auf jeden Fall der Erholungseffekt, den Urlauber hier am großen Kronsee erfahren. In einem kleinen Strandkorb begann das große Glück für mich, nachdem ich mich sehnte, bei Tag und bei Nacht. In einem kleinen Strandkorb. Eins der größten Abenteuer, die wir ja früher immer gemacht haben, war das Schlafen draußen in der freien Natur. Unter dem Sternzelt, und das haben wir so ein bisschen abgeleitet und haben gesagt, eigentlich wäre es ja total cool, morgens hier aufzuwachen, gleich mit dem Blick aufs Wasser, die Möwen einfach zu hören und hier auch einsam und alleine zu sein. Schlafen am Strand sonst ist ja nicht erlaubt, und das war einfach unsere Chance zu sagen, komm, du kannst einfach direkt am Strand schlafen und aufwachen. Wer sich abends vom Meer nicht trennen will, kann in Eckernförde einen Schlafstrandkorb mieten. Das geht. Tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk für meinen Freund gewesen. Ich habe mal geguckt, wo man in Schleswig-Holstein einfach mal für eine Nacht außergewöhnlich übernachten kann. Außergewöhnlich ist es in der Tat, wenn auch nicht sonderlich kuschelig. In der Nacht kommt das Wasser von oben. Für echte Nordlichter ist das aber kein Problem. Heute Morgen hat es ein bisschen genieselt. Das war aber, fand ich zumindest, relativ angenehm auf der Zeltplane. Ja, hat beim Wiedereinschlafen geholfen, ne? Genau. Also ich bin tatsächlich öfters mal wach geworden. Das war doch härter als erwartet zum Schlafen. Ein bisschen klamm heute Morgen, aber jeder, der schon mal zelten war, kennt das. Und das haben wir auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet, falls es nass ist, dass das ein bisschen klamm ist. Aber ansonsten kann man hier total kuschelig, schön zu zweit drin schlafen. War sehr schön, ja. Ja. Kann man weiterempfehlen. Würden wir auch wieder machen. Ja. Strandkorb Nummer 7, mit dir allein die ganze Nacht. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw party on the day that I die. Der grüne Strand von Otterndorf. Direkt hinterm Deich an der Elbmündung in die Nordsee kann man den riesigen Containerschiffen, Frachtern und Kreuzfahrtriesen bei der Ein- und Ausfahrt zuschauen. Und das die ganze Nacht, wenn man die nicht im Strandkorb verschläft. Ich finde, das hat was. Und was man jetzt schon merkt, es ist jetzt irgendwie 9:30 oder so, aber es ist total ruhig. Es ist fast niemand mehr da. Ich habe das hier so ein bisschen für mich gerade. Das ist schön. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. Der Morgen danach. So, wie er sein muss. Nordisch, kernig, herb. Und ein etwas anderes Campingerlebnis. Na, haben Sie auch mal wieder Lust auf eine Nacht in der Natur? 13 Millionen deutsche Camper können einfach nicht irren. Was auch immer Sie vorhaben, wir wünschen viel Spaß.